Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Review auf dem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Ich bin der Max und ich mache es auch jetzt ganz schnell. Ich darf weitermachen, unsere neue Marke, sage ich mal, bei Elementum zu reviewen. Ich habe euch schon die Aqua gezeigt, die findet ihr hier. Und ich mache direkt weiter und zwar mit der, ich zeige es euch mal so, mit der Käli. Käli kommt aus dem Lateinischen, heißt Himmel. Die Kartons, wie ich es im anderen Video auch schon gesagt habe, sind wunderschön gestaltet. Richtig, richtig tolles Artwork. Und die Dosen stehen dem Ganzen in nichts nach. Finde ich insgesamt super tolles, fantastisches Design. Spricht mich richtig an. Die Käli ist eine Matte Pomade, eine Cream Pomade, eine Cream Matte Pomade, sowas in die Richtung. Eine nicht unorthodox wasserbasierte, wenn man es jetzt ganz genau nimmt. Denn ja, sie ist zwar auf Wasserbasis, aber der zweite Inhaltsstoff ist gleich Shea Butter. Und nicht Bienenwachs oder ein anderes Wachs oder Öl, sondern eben Shea Butter, was es rein theoretisch nicht direkt zu einer UWB macht. Was dieses Produkt aber auszeichnet, ist eben abgesehen davon, dass der zweite Bestandteil Shea Butter ist. Ihr habt ein super tolles, mattes Produkt, das aber in den Haaren fast schwerelos ist, euch aber gleichzeitig super, super tollen, festen Halt gibt, eine Mordsgriffigkeit und ihr kriegt damit ein Volumen hin, das ist fantastisch. Also auch als Pre-Styler kann ich die Käli wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich gehe gleich aufs Produkt ein. Also, leicht, ja, grau, weiß-gräuliche Pomade. Es ist Tonerde drinnen, deshalb, daher kommt dieser graue Farbton. Der Duft ist ein sehr dezenter, ist ein milder. Es ist was leicht Herbes, es ist leicht moschus-ledrig, es ist aber auch eine leichte Süße drinnen, was leicht Fruchtiges, würde ich sagen. Aber man muss auch direkt dazu sagen, man riecht, dass Tonerde mit drin ist. Also man riecht, dass Clay mit drinnen ist. Allerdings, es gibt manche Produkte, da finde ich das sehr, sehr aufdringlich und zu viel. Das ist einfach too much. In dem Fall harmoniert das Ganze sehr, sehr schön in dem Duft. Also angenehmer, runder, aber auch wirklich sehr milder, dezenter Duft. Und der bleibt nicht den ganzen Tag über. Das ist ein Punkt. Wer also wirklich dezente Düfte mag oder das Ganze gerne mal kombiniert, gerade vielleicht mit dem Post-Styler oder ähnlichem, der Duft steht euch da im Grunde nicht im Weg. Genau, ich fange gleich an, ich zeige euch, wie es ist. Es rentiert sich definitiv die Entnahme mit dem Daumennagel, also mit dem Nagelrücken, denn es ist zum einen gibt es eine etwas festere Deckschicht und zum anderen haben wir eben ein wachshaltiges Produkt. Da darf es ein bisschen Kraft braucht es dann schon, um das Produkt rauszunehmen und das Ganze richtig schön geschmeidig zu machen. Aber insgesamt überhaupt kein Problem. So. Der Breakdown dagegen ist dann sehr, sehr angenehm. Ihr habt wie gewohnt leicht weiße Rückstände erstmal an den Händen und ich merke jetzt schon, da ist eine richtige Griffigkeit, eine leichte Klebrigkeit ist dahinter. Meine Haare sind an sich frei vom Produkt, die waren jetzt noch leicht feucht. So, wenn ihr jetzt kürzere Haare habt, wenn ihr so einfach einen moderneren Haarschnitt sage ich mal, habt, dann kommt ihr mit einer ganz, ganz kleinen Menge schon wunderbar aus. Dann funktioniert das hervorragend. Ihr kriegt super toll auch die Struktur und eben diese Griffigkeit, von der ich gesprochen habe, die ist fantastisch. Das macht einfach nur Spaß. Ich könnte mir jetzt quasi, wenn man sagt, kurz da hinschauen, genau. Also wären meine Haare länger, wäre jetzt ein schöner, lockerer Slickback auf jeden Fall möglich. Das wäre überhaupt kein Problem. Würde damit super funktionieren und ihr seht es aber, das ist noch schön fluffig. Also da ist jetzt noch nicht zu viel drinnen. Lässt sich auch bedingt den ganzen Tag über nachstylen. Ich sage bedingt, denn ihr kennt das bestimmt von vielen wasserbasierten Produkten beziehungsweise von auch sehr vielen matten Produkten, von so Mattpasten. Die lassen sich zwar in irgendeiner Art schon noch nachkämmen, allerdings auf Kosten der Struktur am Ende.
Also es wird ein bisschen aufgebrochen, wenn ihr grobe Kammlinien drinnen hattet oder so, die verlieren dann einfach ein bisschen. Aber grundsätzlich ist es möglich, mit einem feuchten Kamm oder den feuchten Fingern einfach nochmal durchzugehen. Genau, das funktioniert dann auf jeden Fall. So, Hände sauber machen und dann legen wir auch gleich los. Also ja, es ist gewohnt. Ihr könnt natürlich, was das Ganze des Öfteren schon nochmal deutlich leichter macht, den Kamm anfeuchten, dann gleitet das Ganze wirklich richtig durch. Aber so insgesamt ist es auch bei der Menge, die ich mir gerade in die Haare eingearbeitet habe, eigentlich überhaupt kein Problem. Da geht das Ganze auch schon noch sehr, sehr geschmeidig. Und was richtig Tolles ist, was mir an dem Produkt im Nachhinein, was mich super überrascht hat, aber fantastisch gefallen hat, am nächsten Tag, also nach dem Aufstehen, bin ich mir einfach mal durch die Haare gefahren und die haben sich unglaublich angefühlt. Also nicht dieses, wie man es von vielen Produkten kennt, dieses trockene, matte, strohige. Nein, die waren immer noch unheimlich griffig. Und ich denke mal, wäre meine Haare kürzer gewesen, hätte ich sie einfach wieder neu modellieren können und den Style wieder hinbekommen können. Aber insgesamt diese tolle Leichtigkeit, diese Fluffigkeit, das war fantastisch. Hat mich sehr, sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Fand ich richtig toll. So, ich mache es jetzt wieder mit meinem Scheitel. Das machen wir wie immer, wie gewohnt. Genau, also es ist echt einfach. Ich versuche es jetzt mal so in der Kamera, ob das funktioniert. Genau, also das ist an sich jetzt nicht sonderlich kompliziert. Wie gesagt, feuchter Kamm macht das Ganze noch mal leichter, aber ich wollte es euch jetzt auch mal so zeigen. Das Finish ist aber, und da denke ich, dass das vor allem hauptsächlich der Shea Butter geschuldet ist, es ist kein so tot mattes Finish, sondern ihr habt einen minimalsten Restglanz. Also wenn ich seidig sage, wäre es vielleicht sogar fast schon zu viel, aber eine ganz leichten, also ein ganz leicht glänzendes Finish vielleicht. Also absolut natürlich, aber nicht so tot, strohig, matt. Das dann nicht. Und ich glaube, ihr habt es gerade gesehen, als ich mir die Haare hier rüber geschoben habe. Ich mache das nochmal. Das ist alles fluffig. Also da ist nichts fest, das ist alles fluffig. Das ist rein durch das Volumen, das ich nur durch diesen Kamm da reingebracht habe. Also wenn ihr das Ganze auch noch rein föhnt, das Produkt, dann kriegt ihr dann natürlich noch mal deutlich mehr Volumen, eine unheimlich tolle Griffigkeit, ohne dass am Ende die Haare dann auch so richtig verkleben. Denn das gibt's ja auch und das ist da jetzt aber nicht der Fall. Das macht das Ganze insgesamt schon noch mal sehr schön, sehr entspannt. Also ich sage das des Öfteren, ich bin kein so ein Riesenfan von den matten Produkten, weil die mir persönlich dieses trockene Finish ist für meine Haare einfach nix. Das ist jetzt aber hier bei der mal wieder was anderes und das gefällt mir da besonders gut. Es gibt, meine ich jetzt, also kann ich auf Anhieb sagen, 3 matte Produkte, 3 Matte Pomades würde ich es jetzt einfach mal nennen, wo ich sage, mit denen komme ich super klar, die funktionieren auch bei meinen Haaren einwandfrei. Und das wären die King Brown Matte Pomade. Die funktioniert wahnsinnig gut. Dann wäre es das Dry Wax von No Doubts und jetzt eben die Käli. Diese 3 sind für meine Haare und da sage ich mal vom Mattigkeitsgrad, vom Trockenheitsgrad sind die perfekt. Da funktionieren sie einfach wunderbar. Und da ist jetzt, vielleicht wird sich ein oder andere schon gedacht haben, also irgendwie kommen mir viele von diesen Eigenschaften, die du gerade aufgezählt hast, kommen mir sehr bekannt vor. Kann das nicht sein, dass du über das Dry Wax von No Doubts so ziemlich dasselbe erzählt hast? Ich habe wirklich fast genau das Gleiche erzählt. Die beiden Produkte sind sich wirklich sehr ähnlich mit dem Hauptunterschied neben dem Duft, dass eben im Dry Wax ist ja noch ein bisschen mehr Salz mit drinnen. Und das macht das Ganze insgesamt ein bisschen trockener, strohiger. Finde ich insgesamt wären die Haare dann auch strähniger. Und hier ist es jetzt, wenn ich jetzt mal ein bisschen rangehe an die Kamera, meine ich auch ganz gut zu erkennen, einfach ein tolles
insgesamt ja, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Ein schönes, fluffiges Finish, Endergebnis. Das Finish, also der Glanz, wird sich jetzt im Grunde auch nicht mehr verändern. Das bleibt dabei. Natürlich eine Nuance matter wird es immer, weil dann das enthaltene Wasser verdampft. Aber grundsätzlich bleibt es dabei. Und es ist einfach ein tolles Ding, was mir, obwohl es ein Mattprodukt ist, von vornherein hat es mich echt umgehauen. Das kann ich euch tatsächlich, auch wenn es euch wie mir geht, dass ihr grundsätzlich sagt, ja, matt ist nicht so meins, ist mir zu trocken, zu strohig, dann probiert die auf jeden Fall mal aus. Denn das ist ich möchte nicht zwingend sagen Game Changer, aber ist schon sehr, sehr, sehr nah dran. Also wirklich wärmste Empfehlung. Und solltet ihr aber sagen, ja, aber ich weiß nicht, die Matte jetzt vielleicht nicht so, dann schaut euch unbedingt die anderen Produkte von bei Elementum an, denn die Marke ist einfach fantastisch. Das sind sowas von dermaßen tolle Produkte, da merkt man, da ist Leidenschaft dahinter, also da kann ich nur sagen, grazie mille, hervorragend, hervorragend. Und jetzt höre ich auch schon auf zu schwärmen, entlasse euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, servus, euer Max.